So, ich wechsle heute mal die Stuffy Box bzw. die Stopfbüchse auf Deutsch. Das ist unsere neue. Wir haben uns extra mit Ventil eine geholt, weil der Trick hierbei ist, dass wenn es nicht im Wasser ist, braucht es Wasser bzw. die Luft muss entweichen und es würde auch ohne gehen, ohne dieses Mipsi. Aber man müsste halt rumdrücken und wenn es ins Wasser gelassen wird, auch möglichst Ding. Weil wir wissen nicht, ob wir überhaupt da sind und. Das ist die alte. Die schraube ich jetzt raus, beziehungsweise ziehe ich dann raus. Muss ich es einfach jetzt erstmal vom Motor lösen. Genau. Da ist es. Das Ding hier. Und genau, dann muss ich die Welle rausziehen. Alte Stopfbüchse raus, ein bisschen sauber machen, anschleifen vielleicht sogar noch. Gucken, wie das drunter aussieht. Okay, ist ab. Jetzt hoffen wir mal, dass das einzige war. So, leider hat es nicht gereicht, die eine Schraube loszumachen. Man muss nämlich noch die 4 hier rauskriegen. Und vermutlich ist es schon so gut eingerostet, dass ich das nicht hinkriege. Ich habe es auch mit dem Hebel versucht, aber naja, man sieht das Ergebnis. Das ist jetzt eine Brechstange geworden. Also Schraubenzieher. Ich habe auch Rostlöser benutzt. Hat auch nicht funktioniert. Als nächstes die alte Stuffy Box. Zumindest hier so ein bisschen weg, damit ich die Welle hier rausziehen kann. Ein Stück weit. Und hier beide Schrauben raus. Gucken wir mal. Oh nice. Das ging ja super. Das ist eigentlich auch noch Schmierzeug. Genau der Grund, warum wir es wechseln. Das Ding ist steinhart. Also ich kann es drücken, wie ich will. Das ist, jetzt wird es einfach aus Beton. Jo, jetzt müsste ich eigentlich, naja, wahrscheinlich hätte ich die Welle auch ohne das Ding rausgekriegt, ohne das Ding rauszulockern. Probieren wir es mal trotzdem. Die Schrauben abzumontieren waren doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Zum Glück war Marek noch da. Der hat es dann rausgehauen mit ein bisschen Wucht. Jetzt ist die Welle raus. Jetzt muss ich noch dieses, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Dry Shaft ist, rausziehen und dann kann ich die Stuffy Box wechseln. Als nächstes muss die Schraube raus, die hier in diesem Schaft drin ist, damit ich das rostige Teil abmontieren kann. Nach langem Hin und Her ist das jetzt mein Setup. Mit der Schraube halte ich, mit dem Schraubenzieher halte ich es an der Schraube fest und dann kann ich ein bisschen die Schraube drehen, Stück für Stück. Ich bin jetzt schon über eine Stunde dran. Schraube raus. Jetzt darf nur nicht mir die Welle wegfallen, wenn ich das Ding hier abmache. Das wäre doof. Man muss ich es vielleicht von außen ein bisschen befestigen. Ich kriege die Welle nicht ganz ab von dem letzten Teil. Jetzt habe ich mir von den Jungs hier so ein Ding ausgeliehen, so ein Abzieher. Das montiere ich mir dran und dann schraube ich im Prinzip mit Druck die Welle raus. War jetzt eine kleine Fummelarbeit, aber ich habe es zumindest mal jetzt dran gekriegt. Das Problem ist natürlich, dass ich hinten jetzt auch nicht mega viel Platz habe. Könnte aber gerade reichen. Notfalls muss ich die alte Stuffy Box wegmachen. Gucken wir mal, ob das passt. No, alles verschoben. Okay, ich habe das jetzt ziemlich fest dran gemacht, beziehungsweise reingedreht. Aber ich habe so das Gefühl, es wird halt immer fester. Das heißt, ich vermute mal, dass ich irgendwas noch übersehen habe. Irgendeine Schraube oder eine Sicherung. Aber ich sehe halt keine. So, wir haben jetzt inzwischen Tag 4 und ich habe immer noch nicht die Welle bzw. die Stuffy Box ausgewechselt. Ich kriege einfach dieses Endstück von der Welle nicht runter.
Jetzt haben wir uns mal Carl Ocean tatsächlich angeschaut. Die sind recht ähnlich, mit ähnlichen Dingen beschäftigt wie wir. Und dann guckt man natürlich, ob man irgendwelche Ideen findet. Und tatsächlich haben sie irgendwo irgendwie irgendwas gefunden. Und die machen das, die drehen die Schraube nochmal drauf und hauen dann die Schrauben dieses Endstücks nochmal rein. Ich zeige es gleich mal. Und haben es hingekriegt, ohne so einen Abzieher. Mit dem Abzieher ging das jetzt auch nicht bei mir. Ich vermute, der ist zu klein. Ja, mal gucken, ob es so funktioniert, wie die es vorschlagen. Wäre nice, wenn. Die Schraube, die ich mühevoll jetzt abmontiert hatte, haben die im Prinzip zur Hälfte wieder reingedreht und dann nochmal das Ganze hier verschlossen. Hier. Und dadurch, dass es so zur Hälfte rausragt, hat es bei denen zumindest die Stange rausgeschoben. Mal gucken, ob das auch bei uns klappt. Okay, das wird dann nicht passen. Die Schraube guckt nicht mal einen Millimeter vom Rand aus weg. Wenn ich es zumache, kriege ich es easy peasy zu. Das heißt, das funktioniert nicht, dass es schiebt. Meine nächste Idee wäre tatsächlich aber was dazwischen klemmen, so dass wenn ich es zumache, dass da ein Druck entsteht. Nächste Idee. Ich nehme jetzt eine Schraube, die relativ kurz ist und habe sie jetzt ein bisschen angefettet, damit sie, ich sag mal, kleben bleibt. Drück mal das beides zusammen und schauen, ob das funktioniert. Na Juti, die Schraube hat gut festgehalten mit dem Fett. Jetzt habe ich die äußeren Schrauben auch schon dran gemacht. Jetzt muss ich sie noch zudrehen. Dann toi toi toi. Oh. Es hat funktioniert. Ich drehe durch. Ah. Ja, hält mich auf. Oh, und ich habe es aufgenommen. Yes. Ah. Hier der Anlehnungspunkt. Hey. Geil. Das hat funktioniert. Fetten Dank an Carl Ocean für die zumindest Inspiration. Ich dachte hier, das da könnte der Grund sein, warum ich das hier nicht abkriege. Dass es irgendwie schräg drin ist oder so und deswegen das alles nicht funktioniert, aber man hat halt echt einfach gewaltig Kraft gebraucht. So sieht mein Endgegner aus. Ich dachte, das wird so eine Art Bowser oder sowas und nicht ein Wellenende. Aber ja, dieses Boppelding, das sieht übrigens dann so aus. Sieht man das hier? Das ist gar nicht so ein Boppelding. Das ist doch ganz schön lang. Das hält in Reih und Glied. Jetzt kann ich das runter machen. Stupfbuchse ist dran. Bin mir jetzt aber tatsächlich unsicher. Wegen dem Nippel hier. Eigentlich dachte ich, das wäre jetzt zu entlüften, damit die Luft besser rauskommt. Damit das ganze Ding immer mit Wasser gefüllt ist und mit halt diesem Schmiermittel. Aber auf der Verpackung steht, dass das so eine Waterpipe, also so ein Wasserzufuhr-Ding sein soll, dass es permanent im Prinzip mit Wasser gefüllt wird.
innen. Und dass es sich dadurch im Prinzip schmiert die ganze Zeit, wenn sich die Welle dreht. So in den Schraube anmontiert. Noch ein bisschen mit Loctite versehen. Für die, die das nicht kennen. Das ist so eine Schraubenbefestigung, damit die Schrauben besser halten. Und die ist aber als dieses Loctite ist nicht so krass stark, sodass man auch es irgendwann vielleicht mal auch wieder abkriegt. So sieht aus wie neu. Na gut, vielleicht nicht das, aber das da. Das gelbe Ding mache ich dann ab, wenn wir ins Wasser kommen oder kurz davor. Weil dann soll man auch das mit Schmiermittel füllen, damit es dann geschmiert ist mitsamt Wasser und es die Luft dann rauslässt.